Hallo Freunde. Jake war einst ein angesehener Mann, ein Ingenieur im Forschungsinstitut und hatte eine Familie. Er hatte eine Frau, 2 Töchter, eine 2-Zimmer-Wohnung und sogar ein Auto, einen Lada Penny, den er sorgfältig behandelte. An den Wochenenden reiste Jakes Familie zur Datscha und ging im Sommer zum Meer. Im Allgemeinen lebten sie wie die meisten sowjetischen Menschen in Wohlstand und Wohlstand. Die Organisation, für die Jake arbeitete, wurde jedoch geschlossen und er blieb arbeitslos. Er versuchte auf dem Markt zu handeln, aber ohne Erfolg, und schließlich bekam er einen Klempner durch Freunde. Diese Arbeit war nicht prestigeträchtig, brachte aber Einnahmen. Als Klempner war Jake oft auf die Tatsache gestoßen, dass ihm für die geleistete Arbeit ein Getränk angeboten wurde oder eine Flasche Alkohol gegeben wurde. Allmählich begann er, mehr zu trinken, um einzuschlafen. Ein paar Jahre später wurde Jake Alkoholiker. Seine Frau nahm die Kinder mit und ging zu ihren Eltern. Jake erinnert sich nicht daran, wie er das Haus verkaufte und in eine kleine Wohnung zog. Er lebte von Alkohol zu Alkohol und verdiente mit gelegentlichen Einnahmen. Einmal hat er mit Freunden etwas gefeiert und Alkohol war reichlich vorhanden. Infolgedessen wurden sie so betrunken, dass sie das Bewusstsein verloren. Jake wachte auf einer Bank am Eingang auf. Er verstand nicht sofort, was seine Wange wärmte. Er öffnete seine Augen und sah ein Kätzchen, das vor Kälte und Tränen zitterte. Dem Betrunkenen wurde das Herz eingeklemmt. Er hob das Kätzchen mit zitternden Händen auf und es winkte vor Schmerzen. Jake bemerkte, dass der hintere Fuß des Kätzchens unnatürlich gekrümmt und gebrochen war. Hatte er Angst, dass er das Kätzchen nicht betrunken verstümmelt hat? Aber er konnte sich nicht erinnern. Jake hat Tiere schon immer geliebt. In seinem Haus lebten immer Katzen und Hunde. In Panik lief er ins Krankenhaus. Auf dem Weg dorthin hat sich sein Verstand geklärt. Die Tiere werden in einer Tierklinik behandelt. Er erinnerte sich daran, wo sie sich befand. Er reparierte dort einst Kräne. Die Klinik war bereits an der Reihe. Als Jake mit einem quietschenden Kätzchen, schmutzig und stinkend, hereinkam, trennten sich die Leute und ließen es ohne Warteschlange aus. Der Arzt machte dem Kätzchen sofort eine Injektion eines Schmerzmittels, legte eine Schiene auf seine Pfote und fragte: Was werden wir tun? Loslassen oder behandeln? Wir brauchen Geld für die Behandlung. Jake leerte seine Taschen und gab alles Geld, das er hatte, zurück. Der Arzt sagte, das sei genug und ließ das Kätzchen zur Behandlung zurück, bat aber Jake auszusteigen, da es unerträglich nach ihm roch. Jake verstand es und fragte nur, ob er das Kätzchen sehen könne. Der Arzt hat es erlaubt, aber unter der Bedingung, dass Jake sich selbst in Ordnung bringt, sonst wird er nicht in die Klinik gelassen. Jake hat sich den ganzen Abend in seiner Wohnung gewaschen, seine Kleidung gewaschen und viele Dinge weggeworfen. Am nächsten Tag kam er zu einer Wohltätigkeitsorganisation, wo ihm anständige Kleidung abgeholt wurde. Am nächsten Tag kam der Mann, um das Kätzchen zu besuchen. Er war nüchtern, sauber und rasiert und brachte dem Kätzchen Essen in einer Tüte mit. Das Kätzchen fühlte sich besser, aß und war sehr an seinen Retter gebunden. Dann half Jake den Krankenschwestern in der Klinik bei der Reinigung, nachdem der Hund aus Angst vor einer Injektion herausgelaufen war und das Büro verwüstet hatte. So verging eine Woche. Der Mann kehrte in sein Zimmer zurück, aber jetzt sah er anders aus. Er bekam wieder Geld, da er ganztägig arbeiten konnte. Als der Fuß des Kätzchens zu heilen begann und der Reifen entfernt wurde, nahm Jake das Tier mit nach Hause. Etwa ein halbes Jahr später kam ein teures,
offensichtlich neues und sauberes Auto vor die Tore der Klinik. Jake ist raus. Das gesamte Klinikpersonal war überrascht, solche Veränderungen beim Mann zu sehen. Er sagte, das Kätzchen habe ihn gerettet und jetzt schulde er es ihr für den Rest seines Lebens.